Yannick ist unkaputtbar. Aber der hat auch eine Karriere hinter sich als Radrennfahrer. Der ist so Etappen in der Tour de France gefahren. Jo. Und ich bin ein kleiner Pups. Ein Dippend. Let me tell you a story. Und unser Begleiter war einfach nicht zu stoppen. De l'autre côté, après on va voir sur Saint-Denis, sur la ville. Oui. Und dann trafen wir Freiwillige, die den Trial freimachen für April, obwohl sie selbst gar nicht daran teilnehmen. Einfach so. Da ist er runtergekommen und da müssen wir jetzt, glaube ich, rüber. Vielleicht ein bisschen klettern. Ja, das ist ein bisschen glitschig jetzt langsam hier. Da müssen wir aufpassen. Ja, das geht schon. C'est possible. Pas de Problem. Jetzt zieht es wieder zu. Nach fast 2 Stunden waren wir immer noch unten an der Klippe und ich fand es immer noch super. Wobei der Wind so heftig war, dass man auf der Aufnahme außer Rauschen nichts mehr gehört hat. Na, geh rauf. Oh Mann, den muss ich jetzt nicht retten, oder? Mit Anlauf, eine Gemse. Da geht's jetzt hoch, da oben steht er. Schließlich kamen wir nach einiger Zeit des Aufstiegs wieder seitlich von Cap Bernard an. Also die Aufstiege sind für mich nach wie vor der Killer. Vorhin haben wir es mal verglichen. Mein Puls bei 172, sein Puls bei 112. Unglaublich. Und er ist 68. Wahnsinn. Hier mal ein Detail. Er hat Trial-Schuhe. Die sind unten ganz fett und sind höher. Und ich habe keine Trial-Schuhe. Ja, und überall sieht man halt noch die Spuren von Garance. Aber wir kommen jetzt bald wieder zur Straße hoch. Ja, jetzt geht es langsam wieder hoch. Wir haben schon Witze gemacht hier. Jetzt was gegrillt ist mit einem Bier. Und weiter geht's. Biegen wir hier wieder ab. La Montagne. Da steht da 5 Minuten. Oh Mann, das wäre ja super. Ich glaube, wir sind noch 5 Stunden unterwegs. Ja, es dauert alles seine Zeit. Bis man das dann alles mal wieder hinbekommen hat. Das mache ich lieber wieder aus, sonst falle ich noch. Der Hund hatte uns irgendwann wieder verlassen. Vielleicht hatte er die Gegend erkannt und rannte dann wieder nach Hause. Hoffentlich. De ta maison, tu dois voir aussi, Saint-Denis, de ta maison. Non. Non? Non. Ah ouais. Oh. Yannick est une machine et je suis terminé. Boah. Und dann dachte ich plötzlich, wir wären auf der anderen Seite der großen Schlucht, denn unser Haus war so unsäglich weit weg. Das war dann ein Moment latenter Verzweiflung. Da hinten ist unser Haus. Und wir müssen jetzt runter
Hier irgendwo. Und auf der anderen Seite wieder hoch. Petite Ballade, oui? Petite Ballade, okay. Mon Dieu. Wir sind doch auf der richtigen Seite. Hier sind wir damals runter nach Saint-Denis. Und hier sind wir jetzt oben. Da hinten sieht man die Dinger vom Parc du Colorado. Die Ein paar Minuten Elektrizitätsdinger. später hatte ich zwar Wortfindungsstörungen, aber ich war total happy. Da bin ich jetzt schon ganz schön froh drüber. So entschied ich mich am Eingang des Parc du Colorado nicht abzubiegen und nach Hause zu gehen, sondern mit ihm wieder runter nach Rousseau Blanc zu laufen. Ich brauche unbedingt andere Schuhe. Mich hat so hingehauen, da hat es mir echt die Luft weggenommen vorhin auf den Rücken, weil es halt rutschig ist und er mit seinen super Brooks Trial-Schuhen ist natürlich viel besser aufgestellt. Und andere Flaschen brauche ich auch, diese Gummidinger, aber die waren mir zu teuer das letzte Mal. J'ai fini l'expérience de la petite balade avec Yannick. Janik. Und am Ende noch die technischen Angaben. Schlappe 4 Stunden, wobei da auch ein paar Pausen drin sind. Fast 14 Kilometer. Pulsfrequenz im Durchschnitt 146, was glaube ich gar nicht so schlecht ist. Und natürlich sind auch einige Höhenmeter zusammengekommen. Und auch ein zerschundener Rücken kann entzücken.